Das Böse kommt immer wieder, klopft an, meldet sich und kommt immer wieder. Hoffentlich schaltet er jetzt nicht ab. Kommt immer wieder. Dann, wenn der Mensch es ruft, wenn es nur einen Gedanken aufnimmt, wenn er das Gute anzweifelt, dann kommt das Böse immer wieder und zermürbt den Körper, würdigt den Körper herab. Und der Mensch hat mich auch für die Einladung bedankt, auch im Namen aller, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Wie Sie auch sonst neugierig sind und fragen, wie fühlen Sie sich hier so? Fragen Sie doch auch. Oder der eine sagt von selbst, ich fühle mich hier sehr wohl. Der andere sagt, hier fühle ich mich sauwohl, hier fühle ich mich wie zu Hause. Ich weiß nicht, immer wenn ich war schon einige Male hier fühle ich mich immer wohl. Aber wenn ich dort zu denen und zu denen, habe ich mich nie wohl gefühlt. Aber ich erkundige mich auch, wie sie sich hier fühlen. Oder darf ich das nicht? Ja. Ich weiß, es gibt kein menschliches Gesetz, das mir derartiges verbieten kann, im Gegenteil. Aber man legt das so aus und glaubt, man hätte so einen gefunden, der nicht zu antworten weiß. Meine Antwort ist immer sehr hart, weil sie bestimmt ist. Nicht von mir so bestimmt, sie ist so bestimmt. Hart für den, der die Wahrheit nicht mag. Na, aber ich glaube, etwas haben Sie jetzt erfasst. Oh ja. Und glauben Sie, dass Sie alles schaffen werden? Glaube ich, habe viel erfasst. Jetzt. Erfasst heißt doch, das schon aufgenommen. Wie in einem Gefäß. Kann auch sein. Das Gefäß nimmt alles auf, was man denen zuführt. Und der Mensch aber auch, soweit es hier offen ist. Wenn ich das aber verschlossen habe, ich habe eine gute Füllung drin, ich verschließe es. Ich muss nur von was anderem reden. Ich denke an die Einmachegläser, an die Einmachdosen und was es alles gibt, wo sie die Frucht einmachen und gut verschließen. Und dann haben sie jahrelang das noch stehen. Nicht, oder nicht? Ja, ich habe auch zu Hause noch ein paar Einmachgläser, habe ich letztens von meiner Frau gehört. Ich gehe ja nicht überall rumschnüffeln, aber sie hat Einmachgläser noch stehen von vor 4, 5 Jahren, 6 Jahre. Das ist noch alles gut, nichts verdorben. Richtig eingemacht, rechtzeitig verschlossen, nichts Böses dazukommen lassen. Das bleibt. Genau so ist es auch in Ihrem Körper. Einmal aufnehmen, aber gut aufnehmen, richtig aufnehmen. Natürlich hat sie die Gefäße bereinigt, damit da kein Satz drin ist. Ist ein Satz drin und da kommt das Gute hinein, dieses ist schlecht geworden und greift weiter um sich. Genau wie in einer Milchkanne, wenn die nicht richtig ausgespült ist, jetzt werde ich noch Frau, die nicht richtig ausgespült ist, da irgendwie wo ein Milchsatz ist, bleibt stehen, die neue Milch wird hineingegossen, die Frau wundert sich daheim, dass die Milch vom Morgen bis zum Mittag schon sauer ist. Gestern, vorgestern, die ganze Zeit ist sie nicht sauer geworden. Jetzt kriegt der Milchmann auf den Kopf. In Wirklichkeit ist die Mutti selbst schuld. Sich selbst fragen, hast du die Kanne richtig ausgewaschen oder wer hat sie ausgewaschen? Wer hat das Gefäß bereinigt? Ach, ich selbst. Er konnte ja ein Satz gewesen sein. Gehen Sie doch zum Nachbarn fragen, dem ist die Milch nicht sauer geworden, nur ihm. Das gibt's. Oder aber es könnte auch sein, dass in der Flasche selbst diese verabreicht erhalten vom Milchhändler, dass die nicht sauer war, dass sie dann auch schon sauer ist. Aber zu überzeugen haben sie sich selbst. Nicht, dass wir dann gleich die Milch abbestellen von denen. Genau das Gleiche, Freunde, ich muss so in Gleichnissen sprechen. Wenn ein Satz vom Bösen noch im Körper ist, von dem sie noch nicht befreit sind, sich selbst noch nicht befreit haben, sich selbst noch nicht losgesagt haben, da können sie die gute Füllung, die göttliche Füllung noch nicht erhalten. Das ist das, was sie tun müssen, das Gefäß reinmachen. Und dann können sie sich ganz Gott hingeben, er gibt ihnen die Fülle. Den Anschluss dazu haben sie, aber ich warne, und ich weiß, auch früher bekommen sie die gute Füllung nicht, bis sie sich wirklich vom Bösen losgesagt haben. Bis nichts Böses mehr drin ist, dass sie sagen, ich will nichts mehr mit dem Bösen gemein haben. Dann sind sie es erst würdig, die göttliche Sendung, alles Gute wieder im Körper zurückzuerlangen. Was zu ihnen gehört, was Gott für sie, was Gott für ihren Körper bestimmt hat. Oder glaubten sie, das wäre meine Lehre?
die ich Ihnen hier kundtue? Nein, Freunde, das ist die Lehre Christi. So hat Gott es den Menschen durch Christus gelehrt. Wir sollten dem folgen. Wir sollten all das tun, wozu wir selbst verpflichtet sind. Wir sollten und müssten ein ordnungliebender Mensch sein, das heißt ein Gottliebender sein. Menschen nehmen das Wort Gott nur so auf die Lippen. Die sprechen von Christus, die sprechen vom Heiland, sie sprechen von vielen dieser Heiligen überhaupt. Aber wer spricht mit dem Herzen? Und wer tut das alles? Wer setzt dieses in die Tat um? Wer hat es in die Tat umgesetzt? Freunde, das sind sehr wenige. Und es hat viele Mahner schon auf dieser Erde gegeben, die den Menschen dahingehend zu bewegen suchten, dass er den Weg einschlägt und auch auf diesem Weg bleibt. Niemand hörte darauf. Sie lesen heute noch Bücher. Ja, sie hören von Menschen, die schon einige Jahre länger auf dieser Erde sind, die Erfahrung gesammelt haben. Ja, damals war es so, aber hier habe ich ein Buch, der schreibt so. Ja, der hat's gut geschrieben, prima. Dann sage ich, Freund, hast du das auch alles beherzigt, du das als gut empfunden, überzeuge dich, geh dem nach und da kommst auch du in den Genuss des Guten. Das bin nicht ich allein, es gibt schon viele Menschen, die auch zum Guten ermahnen. Ich habe noch kein Buch geschrieben. Dieses werde ich es schreiben. Und ich glaube jetzt genügend beisammen zu haben, das heißt, weil Sie ebenso kritisch sind. Das heißt, weniger Sie persönlich, aber die meisten Menschen. Sie wollen das belegt haben, ob das auch jeder reinen Wahrheit entspricht. Ja, so viel habe ich. Da könnte ich Sie überschütten. Da reicht Ihr Erdenleben gar nicht aus, wenn Sie das nachlesen sollen. Erst recht nicht, das alles zu verstehen. Aber es werden Menschen noch nach Ihnen lesen. Viele. Und die werden dann auch drauf kommen. Die Letzten werden die Ersten sein. Ich glaube, dass die das dann noch besser verstehen. Beeilen sich nur. Tun Sie alles. Bringen Sie nur erstmal das Verständnis für sich selbst auf und auch für Ihren Körper. Lesen Sie aus ihm. Halten Sie Einkehr, schauen Sie hinein. So leicht ich sage, Freunde, so leicht ist es auch. Wenn ich den Menschen jetzt vergleiche, er hat hier zwei Bücher. In einem steht das Böse geschrieben, in dem anderen das Gute. Und wenn er jetzt beide zugleich liest, mal da etwas und mal da etwas, was wird es? Wird es gut oder wird es böse? Bitte sagen Sie es mir. Ja, was glauben Sie? Jetzt böse. Nur böse. Aber er liest doch auch Gutes. Bitte? Man kann nur einen Herrn dienen. Ja, aber bitte Böses lesen und Gutes lesen. Ich garantiere dafür, Freunde, dass das Gute verfliegt, weil sich das Gute mit dem Bösen sich nicht mischt. Und der Mensch wird nur Böses tun. Er wird das Gute in den Schmutz und Dreck ziehen. Er wird Verwirrnisse herbeirufen. Er wird Verwirrnisse unter den Menschen bringen. Er hat das nicht verstanden. Beides kann er nicht. Ja, es ist entweder gut oder böse. Eines kann er nur. Es ist doch dem gleich, wie ich von der Milchkanne sprach. Nur etwas Böses, das heißt ja schon bösartig geworden, ein kleiner, winziger Satz. Er braucht nicht größer sein als der Fingernagel, falls Sie das nicht wissen. Auch hier, Freunde, habe ich das größte Interesse dafür gezeigt. Ich habe in München und anderweitig, aber in München einen der größten Milchbetriebe besucht. Und dass der Besitzer selbst sagt, Herr Gröning, sagen Sie mal, was wissen Sie alles? Ich sage, das ist falsch, die Frage, fragen Sie, was ich nicht weiß. Ich habe mir die ganze technische Seite angesehen und habe mich in dies, das und jenes gesagt, haben Sie schon mal in einer Molkerei gearbeitet? Ich habe gesagt, ja, im Geist, ja. Aber das ist doch selbstverständlich, Freunde. Und genau wie er auch sagt, es wird manchmal moniert. Aber dann weiß ich, wenn es moniert wird, dass die Milch in den Flaschen schon sauer ist.
wen ich da im Betrieb heranholen kann. Die Flaschen werden ja nicht so mit der Bürste da gespielt, nein, das mit Druck, mit allem möglichen. Ich kann Ihnen das jetzt gar nicht erklären, das würde zu weit ins Technische greifen. Aber tatsächlich interessiere ich mich für all das, was Menschen tun und lassen. Auch von der rein technischen Seite, von der wissenschaftlichen Seite. Ich weiß auch, was die Medizin bedeutet. Ich weiß auch, was die Grenzwissenschaftler sind. Ja, nur eine Grenze. Über die Grenze können sie nicht hinaus, da wissen sie nichts. Ich weiß das. Ich muss das auch wissen, um Ihnen jetzt die Erklärung geben zu können, um den Beweis zu führen. Erst recht, so ich das Buch geschrieben habe. Also immer beweisführend sein, alles in allem gesehen. Warum habe ich das Interesse? War das für mich? Das brauche ich nicht fürs Leben. Für mein Leben, nein. Aber für Ihr Leben, für das Leben und für das Weiterleben. Und dass Menschen hier den Hinweis erhalten, dass sie aufgeklärt werden. Und dass sie dann auch wissen, welchen Weg sie zu gehen, welcher Weg für sie vorgeschrieben ist, um damit der Mensch sich gut erhält, damit er das Gute beibehält, damit er es nicht verliert, damit er nicht um das Gute gebracht wird. Und damit er das Gute auch nicht verwirrt. Noch eines, die Maschine, die Waschmaschine, die Spülmaschine in der Molkerei ist so, wenn die Flaschen, die gewaschen, gespült und getrocknet sind, werden sie auf das laufende Band geführt, automatisch aufgestellt. So in der Runde. Und hier ist der Füller. Und wenn jetzt eine Flasche nicht einwandfrei sauber ist, geht sie wohl hier ran, aber die Milch fließt da nicht hinein. Komisch. Die fließt, geht weiter, geht leer aus. Und da steht nur einer und dann nimmt die Flasche nur ab und die kriegt eine Sonderspülung.